1 year ago, we were still crawling out from under the pandemic and its limitations. Vor einem Jahr sind wir gerade so aus der Pandemie rausgekrochen und aus allen Beschränkungen und Einschränkungen. We thought that we were at the beginning to see the light at the end of the tunnel. Und wir dachten, jetzt sind wir da, jetzt sind wir am Anfang, wo wir das Licht am Ende des Tunnels sehen. But then a new darkness came. Und dann kam eine neue Dunkelheit, A war. ein Krieg. And since then, our world is reeling once more into an increasingly fragile state. Und seither dreht sich unsere Welt wieder in einem ganz verrückten Kreisel und wird ziemlich zerbrechlich. 1 year ago, Vor einem Jahr we would not have thought so much about soldiers hätten wir nicht unbedingt über Soldaten nachgedacht and about ammunition und über Munition and tanks und Panzer and adequate uniforms. und über Uniformen, die passen. Since then, Aber seither we see generals in the news with chests full of medals. sehen wir Generäle in den Nachrichten mit ihrer Brust voller Orden, Giving the impression that they know how to win the war games. und sie machen den Eindruck, als ob sie wüssten, wie man diese Kriegsspiele gewinnt. And so they're to be extra valued. Und deswegen muss man sie ganz besonders schätzen. Just this week, we saw President Putin meeting with his generals. Gerade in der vergangenen Woche sahen wir den Präsident Putin, wie er sich mit seinen Generälen getroffen hat. They were planning the next steps of their ungodly war. Und sie planten die nächsten Schritte ihres ungöttlichen Krieges. And miles away, Und viele Meilen entfernt President Biden met with President Zelensky. traf sich Präsident Biden mit Präsident Zelensky. And he was wearing army fatigues. Und Präsident Zelensky hatte, ich weiß nicht, wie man das nennt, an, Eine Militäruniform. eine legere Militäruniform. Nicht ganz so fest, aber leger. Leger, okay. But immerhin, it was an army fatigue. Aber es war trotzdem Militär. Uniform. Yes, thank you. And they were planning their reaction to the war's spiraling development. Und die beiden planten ihre Reaktion auf den Krieg und wie sich der weiterentwickelt. We have heard the familiar Christmas story found in Luke tonight. Und heute Abend hören wir die uns bekannte Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. And it's always right and good for us to hear that story at Christmas. If not now, when? Und es ist richtig und gut, dass wir immer diese Geschichte an Weihnachten hören. Wenn nicht jetzt, wann dann? But my imagination for preaching this evening was captured by an Old Testament text. Aber Marys Gedanken wurden gefangen genommen von einem ganz anderen Text für heute Abend aus dem Alten Testament, Found in the book of Isaiah. im Buch Jesaja. It comes after the prophet has described the darkness of his times. Und dieser Text kommt, nachdem Jesaja die Dunkelheit seiner Zeit beschrieben hat. And if you read the book of Isaiah, Und wenn ihr das Buch Jesaja lest, much of the descriptions that he gives almost sounds like our world. ganz viel von dem, was er beschreibt, klingt, als ob er unsere heutige Welt beschreibt. For example, Isaiah 24:19 and 20 says, "The earth has broken up. It has utterly collapsed. It is violently shaken. The earth staggers like a drunk." Zum Beispiel steht in Jesaja 24, Vers 19, der Erdball zerplatzt und bricht auseinander. Er schwankt immer mehr und er wankt hin und her. Die Erde torkelt wie ein Betrunkener. A shaking earth Eine bebende, wankelnde Erde
or rather a shaken up earth. Oder eine aufgewachte Erde. Yeah, gut, so in diese Richtung. It sounds like our world, doesn't it? Shaken up. Das klingt so wie unsere Welt gerade, genau, richtig aufgerüttelt. But what caught my attention was the text found in Isaiah 9. Aber was Marys Aufmerksamkeit dann wirklich gefesselt hat, war der Text aus Jesaja 9, Verses 2 to 7. die Verse 2 bis 7. The people who walked in darkness will see a great light. For those who live in a land of deep darkness, a light will shine. You will enlarge the nation of Israel, and its people will rejoice. They will rejoice before you as people rejoice at the harvest, and like warriors dividing the plunder. For you will break the yoke of their slavery and lift the heavy burden from their shoulders. You will break the oppressor's rod, just as you did when you destroyed the army of Midian. The boots of the warrior and the uniforms, blood-stained by war, will all be burned. They will be fuel for the burning. For a child is born to us. A son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His government and its peace will never end. He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David for all eternity. The passionate commitment of the Lord of Heaven's armies will make this happen. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Dieses Urteil hat der Herr über Jakob verhängt und es hat Israel getroffen. My imagination put burning uniforms in contrast to swaddling clothes. Und die Mary hat sich jetzt überlegt, okay, auf der einen Seite sind diese Uniformen, die verbrennen, und auf der anderen Seite sind diese Windeln. On the one side, there are the descriptions of wars being fought. Auf der einen Seite ist die Beschreibung der Kriege, die geführt werden. Happy are the warriors who can divide the plunder. Und freuen sollen sich alle die Krieger, die sich ihre Beute teilen. But it tells of a nation, here Israel, being freed from oppressors. Aber es erzählt von einer Nation, von einem Volk, das befreit wird von den Unterdrückern, in diesem Fall They Israel. are delivered, and the ones oppressing them are defeated. Sie werden befreit und die, die sie unterdrückt haben, werden besiegt. Therefore, the people in Israel are rejoicing. Und deswegen freuen sich alle Leute in Israel. One result of being set free is that all of the uniforms, Und ein Ergebnis der Befreiung ist, dass alle Uniformen, and here's a kleine Klammer here, and here's a some parenthesis. Have you ever seen all the fresh young soldiers dressed in their wonderful uniforms going out to war? They look super, don't they? Und habt ihr schon mal all die Soldaten gesehen, die ihren frischen,
gewaschenen, gebügelten Uniformen losziehen in den Krieg. Sieht gut aus, ne? And now stained by blood and the loss of life. Aber dann werden sie mit Blut getränkt und Leben geht verloren. I heard one statistic that 99,000 just Russian soldiers have fallen in this war. Und die Mary hat eine Statistik gehört, dass sogar schon 99.000 russische Soldaten gefallen sind in diesem Krieg. And that has nothing to say about how many Ukrainian soldiers have died. Und es sagt noch nichts darüber aus, wie viele ukrainische Soldaten gefallen sind. All of these uniforms that are stained by blood, the prophet says, will be burned by fire. Und der Prophet sagt, alle diese blutgetränkten Uniformen werden verbrannt werden. They are like fuel, worthless. Und ja, sie sind wie Brennholz, völlig wertlos. Think of the descriptions and remember, violence is worthless. Denkt an die Beschreibung und erinnert euch daran, dass Gewalt wertlos ist. War brings nothing to a good conclusion. Und Krieg kann niemals zu einem guten Ende führen. Often one conflict simply starts a new one. Und oft ist es so, dass ein Konflikt den nächsten weiterbringt. And the war descriptions here are part of the darkness. Und die Beschreibung des Krieges, die sind Teil dieser Dunkelheit. The beginning verse of our text promises that a light will shine. Und am Anfang unseres Textes hören wir, dass ein helles Licht leuchten wird. But in between there's the description of fading pictures of war. Aber dazwischen gibt es diese Bilder, die beschrieben werden, die den Krieg beschreiben. Aber das wird immer weniger und immer schwächer, dieses Bild. Plunder. Plunder. What? Beute, ja. Slavery. Sklaverei, Heavy burdens. schwere Lasten, Oppressor's rod. Unterdrückung, Army. der Knüppel der Unterdrückung und die Armee, Uniforms stained by blood. blutgetränkte Uniformen. Fuel for the fire. Das alles füttert das Feuer. The light does not shine here. Hier leuchtet kein Licht. These are descriptions of night, not light. Und das hier, das klappt auf Deutsch nicht so schön wie auf Englisch, das beschreibt die Nacht und nicht das Licht. But then the light penetrates the darkness and begins to shine. Aber dann durchdringt das Licht die Dunkelheit und fängt an zu leuchten. For a child is born to us, a son is given to us. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. If you know the music of the Messiah, you want to stand up and sing that Messiah, that piece that says, "For unto us a child is born." Und wenn ihr Händels Messias kennt, dann wollt ihr vielleicht mit ihm aufstehen und singen, denn uns ist heute ein Kind geboren. The contrast is so strong. Und der Kontrast ist so stark. An infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger has more glory and power than all the missiles ever sent into the sky. Und dieses Kind, das in einer Krippe liegt und in Windeln gewickelt ist, hat mehr Macht als alle Raketen, die in den Himmel geschossen werden. Dividing the plunder is one way of saying destruction. Und die Beute untereinander aufzuteilen, das ist ein Weg, um zu sagen, wir zerstören alles. We take something from someone that doesn't belong to us, we take it away from them. Und wir nehmen alles, was nicht uns gehört, wir nehmen es weg. With violence. Mit Gewalt. And that done in proper uniform. And that done in proper uniform. Und das wurde in einer schönen Uniform gemacht. But what do we expect from a baby in diapers? Aber was erwarten wir von einem Baby in Windeln gewickelt? Actually nothing. Eigentlich nichts. And here Isaiah does two things for us. Und hier sagt der Jesaja zwei Sachen. The picture itself gives the people of Israel in the mess they were in an alternative picture to give them hope. Dieses Bild gibt
dem Volk Israel in seiner Notlage ein anderes Bild, eine Alternative zu dem Elend, in dem sie gerade sind. A picture of hope. Ein Bild der Hoffnung. And secondly, it reminds them and us Und zweitens erinnert es sie und auch uns, that God's way is totally different than humans conquering others. dass Gottes Weg ein ganz anderer ist als der Menschen, die meinen, sie müssen andere besiegen. This child, Dieses Kind, the one born to us, dieses Kind, das uns geboren wurde, has exceptional names. hat ganz außergewöhnliche Namen. Wonderful Counselor, Wunderbarer Ratgeber, Mighty God, starker Gott, Everlasting Father, ewiger Vater, Prince of Peace. Friedensfürst. There is something wrapped up in that baby, Ja, in dieses Baby, da ist irgendwas eingewickelt. and it reveals a way to govern that leads to peace. Und es erzählt oder es enthüllt einen Weg, wie man regieren kann, auf einem Weg, der uns zum Frieden führt. On this night, we talk about the incarnation, God coming to us in human form. Und in dieser Nacht reden wir davon, wie Gott wiedergeboren wurde in einem Menschen. Here we see these names spelling out what it is this child is going to be like. Und durch diese Namen erfahren wir, was dieses Kind für uns bedeuten kann. This baby will rule well, Dieses Kind wird eines Tages gut regieren. for he will counsel the nations. Er wird die Nationen beraten. And he'll do it in such a way that war will no longer be an option. Und er wird das auf eine Art und Weise tun, sodass Krieg keine Option mehr ist. Isn't that a wonderful thought? Ist es nicht herrlich? No more war. Kein Krieg mehr. And this also means that he has peaceful counsel for all of us here tonight. Und das heißt für uns heute Abend auch, dass er uns Frieden zuspricht. We have scrimmages amongst us sometimes. Manchmal haben wir untereinander Streit, nicht gerade Krieg, aber Streit. Families, in homes, in neighborhoods. Familien, innerhalb der Familien oder auch mit unseren Nachbarn. Sometimes we have verbal violence. Manchmal haben wir verbale Kriege, verbale Gewalt. Counsel is needed in our day as well. Wir brauchen Rat in unseren Tagen auch. There are so many who are distraught, depressed, and depleted. Es gibt so viele Menschen, die wirklich verzweifelt sind und depressiv und am Ende. Who can provide the words to heal the soul? Wer kann ihnen die Worte geben, die ihre Seelen heil machen? This wonderful counselor, Jesus. Dieser wunderbare Ratgeber, Jesus. The prophet also describes Jesus as the mighty God. Er beschreibt Jesus auch als den starken Gott. Wrapped up in swaddling clothes is God who has power. In diese Windeln gewickelt ist ein Gott, der wirklich Kraft hat. When we follow the baby born, Jesus, Wenn wir diesem neugeborenen Baby folgen, Jesus, we see how that power unfolds. dann erleben wir, wie diese Kraft sich entfaltet. God puts right through the actions of Jesus the things that were in disarray. Gott korrigiert alle die Dinge, die nicht in Ordnung waren, durch Jesus And his actions. und durch das, was Jesus getan hat. He healed the sick. Er heilte die Kranken, The lame could walk again. die Lahmen konnten wieder laufen, The blind could see. die Blinden konnten sehen The poor would have the good news preached to them. und die Armen hörten die gute Nachricht. And the cross and resurrection which follows reveals the power of God. Und das Kreuz und die Auferstehung, die darauf folgte, zeigten, wie mächtig Gott ist. Because God will not be limited by the violence of man. Weil Gott sich nicht einengen lässt durch die Gewalt der Menschen. Think of it. Denkt mal drüber nach. Here on Christmas,
Jetzt hier an Weihnachten, the resurrection assures us that the Father will be everlasting for us. durch die Auferstehung wissen wir ganz sicher, dass Gott ewig ist. We have a future and a hope tonight. Wir haben eine Hoffnung und eine Zukunft. There is this everlasting, eternal promise wrapped up in swaddling clothes this evening. Und heute Abend sehen wir dieses ewige Versprechen, das in Winden gewickelt ist. We forget eternity often Oft vergessen wir die Ewigkeit, because we're so hooked up in the current reality that seems so strong. weil der Alltag und die Gegenwart uns so gefangen nehmen. Our times take away the very oxygen that we need for breath. Und manchmal fehlt uns sogar die Luft zum Atmen. The Bible tells us that our current troubles are temporary. Die Bibel sagt uns, die Probleme, die wir jetzt haben, die sind nur für eine bestimmte Zeit. They're passing away. Sie werden vergehen. They will not last. Sie werden nicht bestehen. Earthly fathers will leave us, Auch die Väter, unsere Väter auf der Erde, verlassen uns. but our Heavenly Father is always there for us with this promise of a positive future. Aber unser himmlischer Vater ist immer da. Er wird nicht weggehen, er wird nicht verblassen. One of our deepest longings will be met. Und eines unserer tiefsten Sehnsüchte wird gestillt werden. We will finally have peace. Wir werden endlich Frieden haben. I've heard a lot of interviews in the last days. In den letzten paar Tagen hat Mary ziemlich viele Interviews gesehen. And many times people will be asked, well, what do you want for Christmas? Und oft werden die Menschen gefragt, was wünscht ihr euch an Weihnachten? And a lot of people say, peace. Und viele Menschen sagen, Frieden. We long for that. In unserem Herzen sehnen wir uns nach Frieden. And the Prince of Peace comes to us in Jesus. Und der Prinz des Friedens, Jesus, kommt zu uns. And he has a government which will bring peace that will never end. Und er wird eine Herrschaft mit sich bringen, mit einem Frieden, der niemals aufhört. Guns and violence and war do not bring peace. Gewehre und Gewalt und Krieg wird niemals Frieden bringen. Here we find a child born to us. Und hier finden wir ein Kind, das für uns geboren wurde. God's surprise that accomplishes what no conflict can, peace. Gottes Überraschung, die das erreicht, was kein Konflikt erreichen konnte, Frieden. His government, Seine Herrschaft, which brings about a peaceful, never-ending rule, wird eine friedliche, niemals endende Regierung mit sich bringen. includes the qualities that bring about peace, Und das alles beinhaltet die Qualitäten, die Frieden bringen, which war and guns never can. was Krieg und Gewehre niemals leisten können. Fairness Gerechtigkeit, and justice. Gerechtigkeit und Gerechtigkeit. Yeah, there's different ways. Fairness and justice. And you can wrap them up in Gerechtigkeit, however you want to describe it. These are the elements that will bring a lasting peace. Und diese Elemente bringen endgültigen Frieden. And they were brought to us by Jesus, the child born through the line of David in Bethlehem. He will take the throne of David. Und sie wurden uns gebracht durch Jesus, der durch die Linie des König Davids geboren wurde. Er wird Frieden bringen. And his rule will never end. Und seine Herrschaft wird niemals enden. And God is passionately committed to this happening. Und Gott ist wirklich hingegeben in dieser Sache. We are not fantasizing here. Und wir erfinden jetzt gerade nichts hier. It's not one of these Christmas Märchen that you can watch on television. Es ist nicht eins von diesen Weihnachtsmärchen, die wir im Fernsehen sehen. This child, Dieses Kind, this word became flesh, das Wort wurde Fleisch, will bring what God has promised. wird das bringen, was Gott versprochen hat.
Isaiah, living in the middle of conflict, Jesaja, der mitten in diesem Konflikt gelebt hat, saw with clarity another point in the distance. sah ganz klar einen Zeitpunkt in der Zukunft. A decisive moment in history. Ein ganz bestimmter Zeitpunkt in der Geschichte. A child is born to us. Ein Kind wird uns geboren. Can you imagine how crazy that must have sounded to the people around Isaiah? Könnt ihr euch vorstellen, wie verrückt das klang für die Leute, die um den Jesaja herum waren? They were surrounded by the mess of all these things. Sie hatten dieses ganze Chaos um sich herum. Where there was war and the effects of war and everything was falling apart. Krieg um sie herum, Chaos, Durcheinander, alles fiel um sie herum. Kind of sounds like our world, huh? Hört sich an wie unsere Welt, ne? Isaiah pointed ahead to Jesus' arrival. Und der Jesaja zeigte auf Jesus und seine Ankunft. And you know what that did? Und wisst ihr, was das gewirkt hat? It gave his people hope for a future that lied out there. Es gab den Menschen um den Jesaja herum eine Hoffnung für die Zukunft. And we are celebrating that Jesus came. Und heute feiern wir, dass Jesus wirklich gekommen ist. We have an ongoing hope Wir haben eine Hoffnung, die immer weitergeht. because it's anchored in this child who has these wonderful names that will never end. Weil es sich gefestigt hat in diesem Kind mit diesen wunderbaren Namen. Peace is a valid alternative and it's not wishful thinking. Frieden ist wirklich eine wertvolle Alternative und nicht nur Wunschdenken, Because we have found it in Jesus. weil wir es in Jesus gefunden haben. And this gives us both hope for peace and hope for our lives. Und das gibt uns Frieden, das gibt uns Hoffnung für den Frieden und auch für Frieden in unserem Leben. Our salvation is not found in the schemes of man, Unsere Erlösung liegt nicht bei den Menschen, but in the plan of God. sondern im Plan Gottes. I read something by Adam Hurlson, Mary hat was gelesen von Adam Hurlson. and I hope I don't read it too fast. As an infant, Als ich ein Baby war, God is dependent. als ein Baby ist Gott Abhängig, abhängig, fragile, zerbrechlich and needy. und bedürftig. God becomes what we are Gott wird so, wie wir sind, in order that we sodass wir might become more than conquerors, mehr als Überwinder sein dürfen, we might become peacemakers. dass wir Friedensbringer sein dürfen. Military uniforms don't win. Militärische Uniformen gewinnen keinen Krieg, Swaddling clothes do. aber die Windeln, die gewinnen. And all the people said, Amen. thank you. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep